Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo ich euch zeige, wie ihr Windows-Ordner definitiv nicht benennen dürft. Und wir starten wie immer mit den Hacking-News, das kennt ihr bereits. Und zwar starten wir mit etwas, das sich Scam as a Service nennt. Das ist wie gesagt eine kleine Warnung für euch, denn ja, aktuell geht eine Scammerwelle auf Telegram rum und zwar voll automatisiert quasi. Es gibt auf Telegram Bots, das sind quasi einfach Computerprogramme, die mit euch interagieren bzw. mit jedem interagieren können. Und die wurden jetzt so weit automatisiert, dass sie einen kompletten Scam abziehen können. Und das bedeutet, man geht erstmal auf Telegram, schreibt einem so ein Bot, hey, ich hätte gerne ein Scam-Geschäft gemacht. Das heißt, man möchte gerne andere Leute abziehen als Böser jetzt sozusagen. Und dann zahlt man eine gewisse Summe in Kryptowährung und der Bot macht dann Folgendes für den Scammer. Und zwar erstmal wird eine Fake-Webseite aufgesetzt. Dann wird Werbung geschalten auf relativ bekannten Plattformen. Übrigens, Europa ist besonders betroffen und DHL hat tatsächlich auch schon solche Scam-Werbung akzeptiert. Und naja, wenn Leute auf diese Werbung klicken bzw. anderweitig auf die Seite kommen, dann können die dort was kaufen. Jetzt ist es natürlich kein echter Kauf, sondern der Kunde wird dann auch wieder auf Telegram weitergeleitet und es wird gebeten, dass man die Zahlung über Telegram ableitet. Alles voll automatisiert über Bots, man muss quasi nichts mehr machen. Und dann kommt natürlich der Kunde, kauft irgendwas und überweist Geld dorthin oder schickt Geld irgendwo hin und naja, natürlich bekommt er seine Ware niemals, sondern bekommt stattdessen Phishing-Informationen oder Phishing-Mails und natürlich die Kreditkarteninformationen oder andere Zahlungsinformationen werden natürlich weiterverarbeitet von dem Bot und im Darknet dann verkauft. Sozusagen ein ausgeklügeltes Geschäftsmodell und ich bitte euch da nicht drauf reinzufliegen. Überlegt 5-mal, ob ihr irgendwie über persönliche Nachrichten irgendwas kauft wollt oder ob ihr es von einem nicht ganz so trusted Shop kaufen wollt. Das nächste betrifft die etwas technikversierteren unter euch und zwar der Hersteller Ubiquiti hat auch einen Hack erfahren. Das ist auch ein Hersteller von Netzwerkgeräten, sowas wie Switches etc. werden von denen hergestellt und ja, die haben jetzt einen Breach auf ihre Datenbank gehabt, das heißt Telefonnummern, Adressen, Namen etc. sind weg, Passwörter sollten gehasht sein, man weiß allerdings nicht, welcher Hashing-Algorithmus zum Einsatz kam, das heißt, geht am besten davon aus, dass die Dinger auch weg sind. Das heißt, wenn ihr Kunde bei Ubiquiti wart, naja, Zwei-Faktor-Authentifizierung und natürlich Passwörter überall ändern, wo ihr das auch benutzt habt, wäre angebracht. Das nächste betrifft wieder mehr Leute unter euch und zwar quasi alle, die einen Browser verwenden, also eigentlich alle, außer die Leute, die Safari verwenden, die sind fein raus. Das heißt, ihr könnt zum nächsten Thema skippen. Und zwar, was im Endeffekt los ist, beide Browser, also Chromium, was in Edge drin ist, in Chrome drin ist, in Chromium drin ist und in Brave drin ist und noch in weiteren Browsern, das ist die Engine quasi von Chrome, der hatte eine Schwachstelle und Mozilla Firefox, was eine separate Engine ist, der hatte auch eine Schwachstelle. Und wir fangen an mit der Schwachstelle in Mozilla Firefox, denn die könnte potenziell dazu führen, dass bösartige Webseitenbetreiber bei euch auf dem Rechner alles an Code ausführen, also Ransomware, Spyware, Trojaner, was auch immer man da machen möchte, kann man theoretisch machen. Und das Ganze funktioniert über das SCTP-Protokoll, was im Endeffekt auf Netzwerkebene Cookies setzt. Ja? Das heißt, das speichert quasi im Browser sozusagen die Information, hey, das ist ein gutartiger Browser und wenn man dann eine Webseite aufruft, dann kann man das Ganze beschleunigen, den ganzen Ladevorgang etc. So, und diese Cookies, wenn die jetzt richtig gesetzt wurden, konnte man einen Use-After-Free-Bug nutzen, um jeglichen Code auszuführen. Allerdings hat das wahrscheinlich niemand gemacht. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr euren Browser bitte patcht und dann geht das quasi weg. Chrome hingegen sieht noch ein kleines bisschen anders aus. Und zwar gibt es eine Schwachstelle bei Chrome in der JavaScript und WebAssembly Engine, also quasi das, was ganz unten drin läuft, was euren Browser wirklich das machen lässt, was man auch machen soll. Man soll ja JavaScript ausführen. Und hier war es so, dass man mit einer speziellen HTML-Seite, also nicht auf Netzwerkebene, sondern quasi die Webseite selbst, einen Out-of-Bounds-Bug zunutze machen in eben dieser Engine. Und ein Out-of-Bounds-Bug bedeutet im Endeffekt, man kann den Heap zerstören und darüber dann quasi wieder beliebigen Code ausführen. Also im Endeffekt dasselbe Resultat wie bei Firefox, allerdings ein bisschen andere Ausführung von der Angreiferseite. Trotzdem solltet ihr auch hier euren Browser definitiv patchen, egal was ihr da verwendet. Patches sollten mittlerweile verfügbar sein. Und auch die nächste Schwachstelle betrifft wahrscheinlich einige unter euch. Und zwar alle Nvidia-Nutzer. Denn Nvidia hatte eine Schwachstelle in seinem Treiber. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä?
Wie zur Hölle macht sich denn eine Schwachstelle in meinem Grafikkartentreiber eigentlich auf meinem System bemerkbar? Nun, das möchte ich euch ganz kurz beantworten. Denn nehmen wir an, ihr habt irgendwie eine Malware aus dem Internet runtergeladen. Ja? Dann hat diese Malware erstmal nicht so viele Rechte. Also klar, sie kann euch eure Dateien verschlüsseln, das ist leider meistens möglich, aber sie kann nicht euer komplettes System zerstören. Sie kann quasi nicht aufzeichnen, was ihr für Tasten tippt oder sowas. Das geht in den meisten Fällen nicht. Dazu braucht man quasi erhöhte Berechtigung. Man muss sozusagen auf Systemlevel kommen. Es gibt da mehrere Berechtigungsstufen innerhalb eures Systems. Deswegen kommt auch immer diese Aufforderung, hey, bitte akzeptiere doch Administratorrechte, wenn du was installieren möchtest. So, und genau so eine Schwachstelle hatte jetzt Nvidia, denn der Nvidia-Treiber hat natürlich erhöhte Berechtigung, weil er ja auf die Grafikkarte direkt zugreifen können muss. Und ein normaler Benutzer konnte jetzt, also ein normaler Benutzerprozess, eine Malware zum Beispiel, die ihr aus dem Internet runtergeladen habt und die automatisch ausgeführt wird, konnte jetzt den Nvidia-Treiber ausnutzen, um sich Administratorrechte zu erspielen sozusagen und darüber dann natürlich mehr Schaden an eurem System anzurichten. Das ist natürlich nicht schön, aber die meisten Leute wird das nicht betreffen, denn im besten Fall wollt ihr ja gar keine Schwachstelle eigentlich auf eurem System haben. Ja, man versucht es natürlich irgendwie wegzupatchen, trotzdem kann sowas immer mal wieder durchkommen. Ja, ihr seht, diese Woche ist viel passiert, wir sind immer noch nicht beim Hack der Woche und zwar gibt es davor noch eine wichtige Sache und zwar, es gibt eine Schwachstelle, einen sogenannten Seitenkanalangriff auf Mehrfaktor-Authentifizierungskeys. Das sind diese wunderschönen Dinger hier, also sowas wie der Google Titan oder ein YubiKey. Das bedeutet, man kann hier quasi den Secret Key auslesen. Jetzt, bevor ihr in Panik verfallt, dass eure Accounts unsicher sind, ein kleines Beispiel. Wenn ihr eine normale Registrierung habt und ihr benutzt nur Username, Passwort, dann muss ein Angreifer Username, Passwort von euch bekommen. Das kriegt er zum Beispiel über einen ganz normalen Phishing-Angriff. Wenn ihr jetzt allerdings einen YubiKey zum Beispiel verwendet oder irgendeinen anderen Key, der für Mehrfaktor-Authentifizierung läuft, dann braucht der Angreifer trotzdem euren Benutzernamen, euer Passwort und er muss dieses Ding von euch klauen, denn man kann es nicht über Software rausziehen, diesen Key, sondern er muss diesen Key quasi aufbrechen und dort dann mit sehr spezieller Hardware diesen Key extrahieren. Und diese spezielle Hardware kostet übrigens ca. 15.000 $. Das bedeutet, ein Hacker muss wirklich viel können, muss es speziell auf euch abgesehen haben, muss sehr viel Geld haben und muss auch noch ein guter Handtaschendieb sein, damit er euch irgendwie kaputt kriegen kann, wenn ihr diese Dinger verwendet. Also ich nehme an, die Schwachstelle wird wahrscheinlich die allermeisten unter euch nicht betreffen, trotzdem möchte ich, dass ihr darüber informiert seid. Kommen wir allerdings endlich zum Hack der Woche und hier etwas, was ich nicht gedacht hätte, dass so noch möglich ist, und zwar eine ziemlich gravierende Schwachstelle im Windows NTFS Dateisystem. Denn NTFS ist quasi der Speicher, der sich merkt, wo auf eurer Festplatte die ganzen Daten eigentlich liegen. Und das ist im Endeffekt jetzt sehr leicht kaputt zu kriegen. Denn wenn ihr, Achtung, bloß nicht nachmachen, auf gar keinen Fall nachmachen, ja, das ist mega gefährlich. Wenn ihr diesen Befehl ausführt, zum Beispiel auch in eurem Browser, wie hier gezeigt, oder auch in der Kommandozeile, dann zerstört das euer komplettes NTFS-Dateisystem. Das heißt, es zerschießt euch die komplette Festplatte und ihr müsst, also man kann es wiederherstellen, Windows kann sich quasi selbst reparieren, aber wieso das möglich ist, weiß man tatsächlich noch nicht genau und es ist tatsächlich immer noch nicht gepatcht. Das bedeutet, es ist aktuell immer noch möglich, das zu machen, deswegen sage ich es so deutlich, bitte auf gar keinen Fall nachmachen. Kommen wir allerdings zum Aufreger der Woche und hier eine Geschichte, die einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben, und zwar Stefan Thomas, ein deutscher Programmierer, der hat seinen Krypto-Key vergessen. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil es eine sehr lehrreiche Geschichte auch für mich ist. Es geht im Endeffekt nicht um ein paar Bitcoins, sondern um 7002 Bitcoin. Relativ am Anfang, so im Jahre 2009, also da, wo quasi Bitcoin erschaffen wurde, da war das quasi gar nichts. Ja? Da konnte man sich nicht mal eine Pizza damit kaufen. Mittlerweile sind das über 200 Millionen Euro, weil Bitcoin einfach in der letzten Zeit absolut rasiert, was den Kurs angeht. Und nun ja, er kommt leider nicht mehr dran, weil er sein Passwort vergessen hat, beziehungsweise seinen Schlüssel, seine Passphrase. Und er hat tatsächlich schon 8 Mal ausprobiert, es geht insgesamt 10 Mal, denn danach löscht ein gewisser Iron Key, da wo seine Coins drauf gespeichert sind, oder besser gesagt sein Private Key drauf gespeichert ist, der löscht danach die komplette Wallet. Der Punkt an der Geschichte ist allerdings, erstens mal natürlich bitte einmal prüfen, ob ihr noch alle eure Passwörter kennt oder ob ihr da irgendwo Schwierigkeiten habt.
Das zweite ist allerdings noch ein bisschen interessanter, denn diese 7002 Bitcoins, die sind danach nicht einfach an jemand anders gegangen, sondern die sind tatsächlich auf einem Wallet, der niemals wieder verwendet werden kann. Das bedeutet, die sind quasi tot. Diese 7002 Bitcoin sind tot. Und das geht vielen Bitcoins so. Denn immer mal wieder gehen einzelne Überweisungen ins Leere, sozusagen. Das heißt, sie gehen an Wallets, die eigentlich gar nicht existieren und für die man eigentlich keine Zugangsdaten hat oder für die niemand Zugangsdaten hat. Und ja, das ist ein Problem, denn Bitcoin hat eine begrenzte Maximalwährungsmenge. Das bedeutet, ähnlich wie bei Gold, ist es so, man kann natürlich nur alles schürfen, was überall existiert. Aber wenn man irgendwann mal die ganze Erde abgebaut hat von Gold und nehmen wir jetzt einfach mal an, es ist kein Zugriff auf den Weltraum möglich, dann gibt es nicht mehr. Und das bedeutet, Bitcoin wird auf kurz oder lang sehr, sehr knapp werden. Und naja, das könnte zum Problem für die Währung werden. Aber ja, es gibt natürlich Wege drumherum und klar, das ist aber trotzdem ein interessanter Fakt, oder? Also ich meine, es gibt quasi eine Obermenge an Bitcoin und er hat es geschafft, jetzt quasi 7002 Bitcoin einfach quasi wegzuschließen, für niemand mehr zugänglich. Und das geht, wie gesagt, nicht nur ihm so, sondern relativ vielen. Eigentlich eine spannende Geschichte. Kommen wir allerdings zum Fail der Woche und der geht diese Woche an unsere Bundesregierung mal wieder quasi, denn die hat immer noch 60.000 Rechner im Einsatz, die Windows 7 verwenden. Das Problem mit Windows 7, es gibt eigentlich keinen offiziellen Support mehr. Das bedeutet, irgendwelche Sicherheitslücken oder andere Schwachstellen oder irgendwas wird eigentlich nicht mehr hergestellt von Microsoft. Das heißt, diese Rechner sind potenziell angreifbar. Das Ganze ist jetzt hier allerdings nicht der Fall, sondern was man im Endeffekt sich für Windows 7 noch kaufen kann, wenn man es gar nicht mehr los wird und überhaupt nicht wechseln kann, dann kann man sich quasi Extended Support kaufen von Microsoft. Das heißt, man bekommt quasi von Microsoft die Garantie, hey, hier bitteschön hast du weitere Upgrades. Ja? Das stellen die nicht ein zur Verfügung, sondern nur den Leuten mit diesem Extended Support. Und für diese 60.000 Rechner hat man jetzt im Jahre 2020 tatsächlich knappe 2 Millionen Euro einfach nur für diesen Extended Support bezahlt. Hätte man einfach geupgradet auf Windows 10, dann wäre das alles weggefallen. Und das heißt, das ist eigentlich Geld, was man sich definitiv sparen könnte. Was meint ihr dazu? Findet ihr sowas, na, ist halt so oder hey, das sind meine Steuern, lasst das endlich mal sein. Kommen wir allerdings zu erfreulicheren Dingen, dem Win der Woche, um genau zu sein. Und zwar haben wir hier zwei Projekte, die auf der Consumer Electronics Show, kurz CES, vorgestellt wurden, die jetzt diese Woche gerade war, vom 11. bis zum 14. Dort haben wir einmal das Project Hazel von Razer, das eine Maske darstellt, die Lautsprecher beinhaltet. Das heißt, man kann Stimmenverstärker machen. Man kann das Ding wahrscheinlich auch modden zu einem Stimmenverzerrer und ja, sieht ziemlich cool aus, hat vielleicht auch den einen oder anderen Nutzen, wenn man zum Beispiel sich mit anderen unterhalten möchte und irgendwie wegen der Maske vielleicht nicht mehr richtig verstanden wird. Das ganze Ding ist eine FFP2-Maske, also sogar relativ gut. Ich weiß allerdings nicht, wie gut man sie reinigen kann, aber ich nehme an, dass das möglich ist, sonst müsste man sich ja quasi jedes Mal eine neue Maske holen. Das wäre ein bisschen doof. Das zweite ist das sogenannte Mask Phone, was auch eine FFP2-Maske ist, die eingebaute Kopfhörer hat und auch ein Mikrofon, allerdings keine Lautsprecher, damit man mit anderen besser reden kann, sondern, naja, man kann sie einfach anrufen, weil es ist ja über Bluetooth dann zum Beispiel mit eurem Handy verbunden. Das ist schon ziemlich cool eigentlich an der Stelle und ja, auch hier wahrscheinlich wieder das Ganze irgendwie desinfizieren. Ihr könnt es mehrfach verwenden. Irgendwie interessant, so eine Vorstellung. Würde ich mir wahrscheinlich sogar holen, wenn ich häufiger das Haus verlassen würde, was ich aktuell nicht wirklich tue. Wie macht ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Unsere Hardware-News von dieser Woche sind auch von der CES und zwar von Nvidia wieder mal. Denn Nvidia hat ihre Laptop- bzw. Notebook-Grafikkarten vorgestellt und da haben wir die komplette Palette. Ja, wir haben die 3080, die 3070, die 3060, aber es gibt ordentlich Verwirrung, was den Markt hier angeht, denn die Notebook-Grafikkarten haben teilweise bessere Specs, also bessere Leistung als die Desktop-Grafikkarten. Das ist ein bisschen weird. Und zwar, es fängt bei der 3060 an. Die hat tatsächlich mehr Shader-Kerne im Laptop als auf dem Desktop. Und das ist irgendwie seltsam. Normalerweise sollte es genau umgekehrt sein. Es sind 7% mehr im Laptop drin als auf dem Desktop. Und ja, das ist irgendwie komisch. Die 3080 hingegen hat auch ein anderes Feature. Also die 3070, 3080 haben weniger Shader-Kerne, also weniger zur Berechnung. Das heißt weniger Leistung natürlich auch, was Ingame angeht. Aber die 3080 wird entweder mit 8 oder mit 16 GB Grafikkartenspeicher auf den Markt kommen für Laptops.
Erinnert euch bitte daran, der Grund, warum ich mir keine 3080 gerade hole, ist, dass sie nur 10 GB Arbeitsspeicher hat und naja, ich brauche für neuronale Netze eben mehr. Wenn jetzt die Laptop-GPU, die 3080 Laptop mit 16 GB RAM kommt, dann sind das 6 GB mehr. Das ist wirklich, wirklich ein Unterschied und irgendwie verstehe ich es nicht ganz, aber irgendwie scheint mir die Laptop-Grafikkarte fast ansprechender als die normale Desktop-Grafikkarte. Wobei wahrscheinlich wird man sich auch hier wieder um die Verfügbarkeit streiten, also wird man eh keine bekommen. Von dem her, die ganze Frage kann man eigentlich nach hinten schieben. Kommen wir allerdings zu den Politik-News und hier hat Deutschland jetzt reagiert auf das, was in Amerika passiert ist. Für alle, die unter einem Stein wohnen, ich will das nochmal ganz kurz zusammenfassen und zwar haben einige Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt und ja, haben dort auch Dinge mitgehen lassen, wie zum Beispiel auch IT-Infrastruktur, was übrigens relativ problematisch sein könnte noch. Allerdings ist das nicht das, worauf ich eingehen möchte. Und zwar hat man jetzt gefordert, beziehungsweise Christine Lambrecht aus der SPD hat gefordert, man braucht mehr Überwachung im Netz, um eben sowas zu verhindern. Sie sagt, ich zitiere, wir sehen in aller Deutlichkeit, wozu ungehemmter Populismus, Hass und Hetze führen können. Aber ich glaube nicht, dass die Überwachung im Netz wirklich zu einer Besserung der Situation beiträgt, sondern eventuell noch ein klein wenig das Ganze verschlimmern könnte. Aber ja gut, was weiß ich schon. Wie genau sie das machen möchte, das hat sie nicht gesagt, nur dass die Sperrung von Trump auf Twitter, Facebook und YouTube eine viel zu späte Einsicht ist. Und damit kommen wir zum Bericht der Woche. Und hier ist eigentlich was ich mir überlegt hatte, als Hack der Woche zu nehmen, aber es hat sich tatsächlich herausgestellt, es ist was, worüber man ein bisschen länger philosophieren und nachdenken sollte. Und ich würde euch anregen, das nach diesem Video zu tun. Denn im Endeffekt, was passiert ist, ganz kurz zu dem Hack, der damit zusammenhängt, und zwar Parler. Ja, das ist eine App, die hauptsächlich von Rechtsradikalen scheinbar benutzt wurde, um zu kommunizieren. Diese App wurde nun gehackt und naja, scheinbar war es super einfach, das heißt, man konnte einfach zum Beispiel beim Administrator-Account das Passwort zurücksetzen und es wurde nicht mal ein altes Passwort erfragt. Das heißt, quasi jeder hätte das machen können, haben jetzt einige Aktivisten gemacht und im Endeffekt sind da sämtliche Daten bei rumgekommen. 70 Terabyte, um genau zu sein, sind dabei rumgekommen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Das heißt, quasi alles über jeden Benutzer konnte einfach so abgefragt werden. Darunter übrigens auch ein gewisser privilegierter Stand in dieser App und zwar der Verified Citizen. Der Verified Citizen musste nämlich für seine Registrierung sowohl die Vorder- als auch die Rückseite seines Ausweises bzw. seines Führerscheins hochladen. Dass das Ganze ein bisschen kritisch ist, habe ich ja schon mehrfach erwähnt. Und nun ja, jetzt sind diese Daten in den Behördenhänden. Das bedeutet, in den USA haben jetzt aktuell die Behörden diese Daten aus dem Hack bekommen und werten die gerade aus, wer quasi bei diesem Kapitolsturm wo war. Da sind nämlich auch GPS-Daten dabei. Und diese GPS-Daten könnten für viele sehr, sehr verheerend werden. Es sind natürlich auch schon Bilder aufgetaucht, etc. etc. Das heißt, viele Leute haben schon ihre Jobs verloren, weil sie bei diesem Kapitolsturm dabei waren. Allerdings werden diese GPS-Daten ausgewertet und da das natürlich eine Straftat war, werden diese Leute höchstwahrscheinlich verhaftet werden, weil das Ganze ja nicht mehr friedlich war. Jetzt meine Frage an euch, wie seht ihr das? Sollte man Daten, die illegal in einem Hack gewonnen wurden, verwerten dürfen als Behörde? Oder sollte man da sagen, das war eigentlich auch eine Straftat, die dürfen wir eigentlich auch nicht verwenden? Denn im Endeffekt könnte ja einfach auch jemand aus der Behörde, also rein technisch, das ist jetzt nicht passiert, okay? Aber rein technisch könnte auch jemand aus der Behörde oder die Behörde selber dann so eine App hacken und diese Daten zur Strafverfolgung verwenden. Und das fände ich ziemlich schwierig, denn ja, wir haben ja schon gesehen, was Metadaten eigentlich mit einem anstellen können, wie viel Informationen da eigentlich dabei steckt. Das schreibt ihr mir ganz gerne mal unten in die Kommentare rein und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.